Es klingt wie ein schlechter Scherz oder auch Clickbait, ist es aber leider nicht. Die SPD hat sich tatsächlich für einen Lastenausgleich entschlossen. So geschehen auf dem SPD-Parteitag am 8. Dezember 2023. Wohlgemerkt, hierbei handelt es sich nicht um eine Gesetzesinitiative der Bundesregierung oder auch der SPD-Bundestagsfraktion, sondern tatsächlich nur um einen Leitantrag der SPD als Partei. Nun, diese Partei stellt bekanntlich in Deutschland den Bundeskanzler und ist die größte Fraktion im Bundestag und momentan eine der größten oder die größte Volkspartei. Damit kannst du also davon ausgehen, dass, obwohl dieser Leitantrag noch nicht als Gesetz hier im Bundestag diskutiert wird, erheblicher Druck ausgeübt werden wird, dass dies tatsächlich auch Realität wird. Schauen wir uns doch mal an, was die SPD bei ihrem Parteitag am 8. Dezember tatsächlich diesbezüglich entschieden hat. Wir werden einen Link zu diesem Leitantrag dann auch entsprechend hier in die Videobeschreibung posten. Hier heißt es also auf Seite 27, die Mehrheit entlasten, Erbschaften, Vermögen und Einkommen gerechter besteuern. Ich zitiere: Die Krisen der letzten Jahre haben die Bürgerinnen und Bürger gefordert. Wir wollen für Entlastung sorgen. Daher werden wir unter anderem im Rahmen einer grundlegenden Einkommensteuerreform dafür sorgen, dass die große Mehrheit der Steuerzahlenden mehr Geld in der Tasche hat. Um die Entlastungen zu finanzieren, werden die Steuerpflichtigen mit den höchsten Einkommen mehr Verantwortung übernehmen. Vor dem Hintergrund der durch die jüngsten Krisen verstärkten sozialen Ungleichheiten wollen wir zudem die allerhöchsten Vermögen noch stärker in die Verantwortung ziehen. Hier kommt's also. Daher wollen wir, dass diejenigen, die über die höchsten Vermögen in unserem Land verfügen, zusätzlich eine einmalige Krisenabgabe beisteuern. Da hast du es nun, die einmalige Krisenabgabe. Das ist leistungsgerecht, denn die Bürgerinnen und Bürger mit den höchsten Vermögen können die Herausforderungen der Transformation aus eigenen Mitteln finanzieren und einen größeren Beitrag zum Gemeinwohl leisten. Soweit das Zitat aus dem Leitantrag der SPD, beschlossen am 8. Dezember 2023 auf ihrem Parteitag. Man hört hier schon letztlich das Anklingen an den ursprünglichen Lastenausgleich, der ja nach dem Zweiten Weltkrieg hier in Deutschland auf den Weg gebracht wurde. Man spricht von Entlastung. Die Lasten sollen verteilt werden. Man spricht von den Bürgern, die hier gefordert wurden. Und jetzt müssen eben diejenigen bezahlen, wie nach dem Zweiten Weltkrieg, die mehr oder weniger ungeschoren oder so halb ungeschoren davonkommen. Natürlich, zunächst wird hier nur von den Reichen oder den Superreichen gesprochen, aber was heißt das schon? Was sind die Personen, die hier die höchsten Vermögen haben? Sind das die Top 10% der höchsten Vermögen? Dann gehört praktisch fast jeder dazu, der ein Einfamilienhaus hat. Sind es die Top 1%? Darüber lässt sich die SPD nicht weiter aus. In anderen Diskussionen wurden die Superreichen oft als diejenigen definiert seitens der SPD, die die sogenannte Reichensteuer bezahlen, also all diejenigen, die 250.000 Euro und mehr im Jahr verdienen. Jetzt reden wir allerdings von Vermögen, da gelten ja ganz andere Regeln. Also hier wird bewusst sehr nebulös formuliert, was hier tatsächlich passieren soll. Ganz klar aber, es soll laut SPD, wenn Sie das Sagen haben, die einmalige Vermögensabgabe kommen. Das ist letztlich der Lastenausgleich. Auf alles andere müssen wir uns wohl noch etwas länger gedulden. Dass Vermögen stärker belastet werden sollen, war ja schon lange in der Diskussion, schon eigentlich bevor diese Bundesregierung hier überhaupt an die Macht kam. Lange war von einer Vermögenssteuer die Rede. Eine solche gibt es ja in etlichen Ländern, von der Schweiz über Spanien, über etliche andere Länder auch. Hier hat man sich nun für eine einmalige Vermögensabgabe entschieden. Der Grund dafür ist meines Erachtens die besondere Situation im deutschen Grundgesetz. Das deutsche Grundgesetz hat ja letztlich hier schon im Vorfeld dem erstmaligen Lastenausgleich 1952 den Weg bereitet
und erlaubt, dass eine solche einmalige Vermögensabgabe in Deutschland tatsächlich passieren kann. Eine solche Initiative kann natürlich auch jede andere Regierung nun ergreifen in Deutschland und darauf zielt, glaube ich, die SPD ab. Ein Lastenausgleich ist gemäß der deutschen Verfassung ganz klar im Grundgesetz erlaubt und geregelt. Eine Vermögensteuer ist da schon etwas ganz anderes. Es gab ja schon mal in Deutschland eine Vermögenssteuer. Und diese wurde ja damals als verfassungswidrig erklärt vom Bundesverfassungsgericht, denn Grund- und Immobilienvermögen wurde gegenüber anderen Vermögensarten ungerechtfertigt günstiger behandelt. Daher vielleicht die Vorsicht, was eine Vermögenssteuer betrifft. Bei einer einmaligen Vermögensabgabe sieht die SPD hier vermutlich weniger Verfassungsprobleme oder aber eben überhaupt keine. Wenn wir vom Lastenausgleich sprechen, dann ist natürlich auch immer gleich die Frage, ab wann wird dieser gültig, kann dieser rückwirkend eingeführt werden? Der erste Lastenausgleich, wie gesagt, wurde 1952 verabschiedet. Tatsächlich aber wurde Vermögen Stand 1945 besteuert. Das heißt also ganz klar rückwirkend. Das kann nun positiv sein oder negativ sein. Vielleicht waren ja deine Großeltern 1952 sehr viel vermögender, als sie 1945 gewesen sind. Dann ist die Steuer eben auf Basis der 1945er Zahlen berechnet worden, nicht der auf 1952. Nun, man muss sehen, wie sich dies hier tatsächlich dann hier ausgestalten würde. Ganz klar will ja sicherlich die SPD verhindern, dass man jetzt noch ganz schnell ins Ausland umziehen kann, sich seines Vermögens entledigen kann. Hier könnte also ein solcher Lastenausgleich rückwirkend, möglicherweise auf Basis der Staatsbürgerschaft, dann beschlossen werden, sodass jetzt ein schneller Wegzug ins Ausland tatsächlich dir vielleicht nichts bringen würde. Nun, vor dem Hintergrund, dass ja auch die FDP in der Regierung ist, kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass diese Bundesregierung einen solchen Lastenausgleich tatsächlich auf den Weg bringen könnte. Aber wer weiß, was passiert. Vielleicht kommt es zu Neuwahlen, vielleicht bildet sich eine neue Koalition, vielleicht eine große Koalition. Man sieht ja jetzt auch schon, dass hier die CDU zum Beispiel bei der Erbschaftssteuer deutlich nach links gerückt ist. Wer weiß, vielleicht bilden sich hier neue Einheiten und sowas kann dann schneller kommen, als man denkt. Aber unter der aktuellen Regierung kann ich es beim besten Willen nicht sehen. Das ist aber eigentlich auch egal. Ich meine, tatsächlich hat sich ja nun hier die SPD entlarvt und hat wirklich gezeigt, wes Geisteskind sie sind, was sie tatsächlich vorhaben. Das heißt, im Grunde jeder, der Vermögen hat, muss sich in Zukunft Sorge machen, wenn wieder eine SPD-regierte Regierung an die Macht kommt, dass hier das Vermögen möglicherweise dann belastet werden soll. Auch die Tatsache, dass jetzt hier angeblich nur die Superreichen betroffen sein werden, sollte dich nicht in falscher Sicherheit wiegen, wenn du nicht zu den Superreichen gehörst. Wie gesagt, das sind alles sehr schwammige Begriffe und wenn heute die Superreichen dran sind, dann sind morgen eben die ganz normalen Reichen dran. Und du weißt ja, in Deutschland zählst du schon als reich, wenn du im Monat netto 3.580 € verdienst als Single. Da reden wir also nicht hier von den Elon Musks und den Bill Gateses und solchen Personen, sondern tatsächlich von Personen wie du und ich, die natürlich gut situiert sind. 3.580 € netto ist natürlich ein sehr schöner Verdienst, ist eine Menge Geld, aber eben natürlich nicht zu vergleichen mit jemandem wie Elon Musk oder Bill Gates. Wenn wir den Text der SPD anschauen, denken wir, okay, da werden halt die deutschen Elon Musks und Bill Gates dann entsprechend besteuert. Familie Quandt von BMW zum Beispiel, Familie Schwarz, Familie Albrecht, solche Personen vielleicht, aber ich natürlich nicht. Wiege dich da nicht in Sicherheit. Auch die Vermögensarten, die hier nun betroffen sein werden, sind ja, wie gesagt, im Text der SPD nicht weiter definiert. Allerdings sagt der Text an einer anderen Stelle, dass tatsächlich auch Stiftungsvermögen belastet werden soll. Es würde also auch nichts bringen jetzt, wenn du jetzt hier noch schnell alles in eine Stiftung steckst. Auch dieses Vermögen würde hier für diese Vermögensabgabe herangezogen werden. Und dann kann man sich nun wieder nach dem Lastenausgleich richten und nach dem Gesetz, nach dem Lastenausgleichsgesetz von nach dem Zweiten Weltkrieg. Da sind ja im Grunde fast alle Vermögen von betroffen.
sei es nun Immobilien, sei es nun Wertpapiere oder auch alle anderen Kapitalanlagen. Was kannst du konkret nun machen? Meine Prognose ist, ein solches Vorhaben lässt sich nicht mit der FDP umsetzen. Da wird also noch einiges passieren, bis es tatsächlich so weit kommen kann. Da ist noch ein wenig Zeit hier, die du hast, um entsprechend zu planen. Wir haben ja schon gesagt, möglicherweise wird das Ganze mit rückwirkender Gültigkeit beschlossen. Also du musst so schnell wie möglich handeln. Einen Weg sehe ich darin natürlich, dass du dein Vermögen zum Beispiel verteilst an Familienmitglieder und dadurch dann zum Beispiel unter mögliche Freibeträge kommst. Sagen wir zum Beispiel, der Freibetrag ist 500.000 Euro pro Person. Zählt man dann schon zu den Betroffenen? Ich weiß es nicht. Ich habe jetzt diese Zahl einfach hier frei erfunden. Sagen wir mal zum Beispiel 500.000 Euro ist der Freibetrag. Wenn du heute Vermögen hast in Höhe von 1 Million, sagen wir mal ganz lapidar, 2 Wohnungen, die 500.000 wert sind, kannst du jetzt ja einfach die eine Wohnung für 500.000 an deine Kinder übertragen, richtest dir dort ein Niesbrauchrecht bei dieser Wohnung ein, dass du diese möglicherweise noch nutzen kannst. Achtung, auch das Niesbrauchrecht ist natürlich Vermögen. Du musst also dann schauen, ob du dann tatsächlich noch unter den Freibetrag fällst, wenn du noch eine Immobilie mit 500.000 hast. Aber du verstehst das Prinzip, du verstehst, was ich meine. Das wäre eine konkrete Möglichkeit, wenn es sich jetzt tatsächlich in Deutschland hält, partout, und du möchtest hier dein Vermögen in Deutschland sichern. Der bessere Weg für viele scheint natürlich tatsächlich zu sein, einem Trend zu folgen, den wir in den letzten Jahren natürlich sehr verstärkt und ich sage mal nach der Pandemie tatsächlich hier als Turbotrend wahrgenommen haben, dass nämlich jene, die die Leistungsträger dieser Gesellschaft sind, ins Ausland umziehen. Also du liquidierst in Deutschland dein Vermögen, du verkaufst es, du ziehst ins Ausland um und hoffst einfach, dass bei der Einführung eines solchen Gesetzes du außerhalb der Gültigkeitsfrist dieses Gesetzes bist und es erst nach deinem Wegzug letztlich in Kraft tritt. Gibt es dafür Garantien? Nein. Aber du kannst natürlich dein Bestes tun und die Frage ist natürlich, wenn du dann irgendwo Mittel im Ausland auf einem Konto hast, wie sollen die tatsächlich vom deutschen Staat besteuert werden? Deutsche Immobilien ist natürlich was ganz anderes. Daher kann man jedem nur raten, sich sehr genau zu überlegen, wie er sein Vermögen in Zukunft strukturieren will und was er noch an Vermögen in Deutschland behalten will. Es gab ja natürlich dann noch andere Gesetzesänderungen, die die SPD hier vorhat. Auch die Schenkungssteuer und die Erbschaftssteuer soll für die sogenannten Reichen tatsächlich erhöht werden oder entsprechende Vergünstigungen zumindest abgeschafft werden, insbesondere dann, wenn es um Betriebe geht. Das heißt, wenn zum Beispiel ein Betrieb vererbt wird. Natürlich, hier ist man als SPD dann recht ungenau, vermischt hier mal Betriebsvermögen und Privatvermögen, aber auch hier soll es dir an den Kragen gehen, wenn du hier entsprechend ein solches Unternehmen in der Familie zum Beispiel vererbst oder an einen Nachfolger weitergibst. Darüber wollen wir bei anderer Gelegenheit sprechen. Ich würde dir raten, dich gut zu informieren, gut nachzudenken, wie deine Zukunft in diesem Land aussieht. Wir haben ja jetzt gerade vielfach Diskussionen zu Argentinien. Dort ist ja ein neuer Präsident gewählt worden, Präsident Milei, der relativ radikal ist. Aber Argentinien war ein Land, was man zu den reichsten Ländern gehört hat, bis eben General Perón dann irgendwann angefangen hat mit seiner Umverteilungspolitik, das war schon in den 50er Jahren, und dieses Land zugrunde gerichtet hat. Wir haben einige Mandanten, die sind Deutsch-Argentinier und die verfolgen die Entwicklung in Deutschland mit Sorge und sagen mir, es erinnert sie sehr viel der aktuellen deutschen Politik an diese peronistische Politik, die Argentinien an den Abgrund getrieben hat. Also nochmal, wo siehst du deine Zukunft in diesem Land? Ja, vielleicht ist die beste Wahl tatsächlich, dich hier komplett neu zu orientieren und dir ein neues Zuhause zu suchen in einem anderen Land, wo du als Leistungsträger dieser Gesellschaft willkommen geheißen, akzeptiert und auch entsprechend gut behandelt wirst. Wenn du bei diesem Vorhaben Unterstützung benötigst, dann lade ich dich ein Beratungsgespräch zu buchen. Den Link packe ich hier in die Beschreibung zu diesem Video rein. Seit fast 20 Jahren machen wir nichts anderes, als Mandanten dabei zu unterstützen, ins Ausland umzuziehen, ihre steuerliche Situation zu optimieren und ihr Vermögen zu schützen und neu zu strukturieren. Wir haben Rechtsanwälte und Steuerberater in vielen Ländern, die dich hier gemeinsam mit uns kompetent begleiten können. Ich würde mich freuen,
über dein Auslandsvorhaben im Beratungsgespräch zu sprechen und freue mich, dich bald zu sehen. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.